Willkommen zum Kurzvideo zu meiner Bachelorarbeit Einsatzpotenziale von Large Language Models zur Verbesserung der Barrierefreiheit im automatisierten Website-Testing. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung entsteht eine große Notwendigkeit, Inhalte im Web barrierefrei zu gestalten, inzwischen auch Seite des Gesetzgebers. Wird die Barrierefreiheit nicht von Anfang an mit in den Entwicklungsprozess mit einbezogen, kann es sehr kostspielig werden, Mängel zu identifizieren und zu beheben. Die Verwendung von Large Language Models könnte dabei helfen, den Prozess weniger zeit- und kostenintensiv zu gestalten. Ziel dieser Arbeit ist es zu bewerten, inwiefern ausgewählte LLMs die Effizienz automatisierter Barrierefreiheitstests steigern könnten, vor allem in Betracht auf die Prüfschritte des BITV-Tests, die bisher noch manuelle Evaluation benötigen. Dazu werden 3 LLMs hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die Prüfkriterien zu bewerten und geeigneten Antworttext zu generieren, getestet. 3 Prüfschritte, die noch manuelle Evaluation benötigen, sind 9111b Alternativ 6 für Grafiken, 9333 Hilfe bei Fehlern und 9211 ohne Maus nutzbar. Für diese Arbeit wurden GPT 4.0 von OpenAI, Gemini 1.5 Pro von Google und ein Open-Source-Modell, und zwar Mistral Small von Mistral AI, verwendet. Um die Möglichkeiten von LLMs weiter zu testen, wurden die Modelle von OpenAI und Google durch Retrieval Augmented Generation und Feintuning erweitert. Hierfür wurden sowohl positive als auch negative Beispiele von verschiedenen Webseiten gesammelt und so aufbereitet, dass sie von den Modellen verarbeitet werden konnten. Die Ergebnisse sollten Erkenntnisse darüber liefern, ob und in welchem Umfang LLMs den Prozess des automatisierten Website-Testings ergänzen und verbessern können. Um die Fähigkeiten der Modelle zu testen, wurden sowohl Webseiten gewählt, die die Prüfschritte nicht erfüllen, aber auch solche, bei denen keine Mängel gefunden werden sollten. Nicht alle Prüfschritte waren auf alle Webseiten anwendbar, was die Modelle auch erkennen sollten. Die Modelle bekamen jeweils das DOM der Webseite als Input und gegebenenfalls eine Anweisung, welchen Prüfschritt sie bewerten sollten. Die Antworten wurden dann mit einer manuell erstellten Wertung verglichen und ihre Qualität und Lesbarkeit bewertet. Das beste Ergebnis erzielte GPT 4.0, indem es knapp 37% der Prüfschritte übereinstimmend mit der manuellen Evaluation bewertete. Die Bereitstellung der Trainingsdaten zur Retrieval Augmented Generation machte dabei keinen Unterschied. Gemini 1.5 Pro und Mistral Small erreichten eine Übereinstimmung von knapp 26%, wobei das Gemini-Modell, welches durch Feintuning erweitert wurde, mit 7% deutlich schlechter abschnitt. Zusammenfassend heißt das, dass alle verwendeten LLMs zur Bewertung der Barrierefreiheit genutzt werden können, es allerdings noch nicht möglich ist, diese Ergebnisse ungeprüft weiterzuverwenden. Vor allem bei der Bereitstellung der Trainingsdaten muss auf die Qualität der Daten geachtet werden, da sonst die Gefahr besteht, die Fähigkeiten des LLMs zu verschlechtern.